Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu werden? Lass uns anfangen. Hallo, ist dieser Platz besetzt? Nein, er ist nicht besetzt. Setz dich bitte. Danke. Ich heiße Anna. Schön, dich kennenzulernen, Anna. Ich bin Jon. Jon, wo fliegst du heute hin? Ich fliege nach New York. Und du? Ich fliege auch nach New York. Ich habe dort ein Geschäftstreffen. Das klingt interessant. Ich besuche meine Familie in New York. Oh, das klingt schön. Wie lange wirst du bleiben? Ich werde eine Woche bleiben. Und du? Ich bleibe 3 Tage. Ich habe morgens Meetings und nachmittags etwas Freizeit. New York ist eine geschäftige Stadt. Es gibt viele Dinge zu sehen und zu tun. Ja, ich möchte ein paar Sehenswürdigkeiten besuchen, wenn ich Freizeit habe. Ich liebe die Parks und Museen in New York. Ich plane, den Central Park und das Kunstmuseum zu besuchen. Das klingt großartig. Ich war schon einmal in New York, finde aber immer neue Orte zum Erkunden. Ich war noch nie in New York, deshalb bin ich sehr aufgeregt. Ich bin sicher, du wirst es genießen. Hattest du heute am Flughafen Probleme? Ein bisschen. Die Check-in-Schlange war lang und ich musste eine Weile warten. Ich hatte das gleiche Erlebnis. Ich bin früh am Flughafen angekommen, aber die Schlange war trotzdem lang. Ich bin eine Stunde vor meinem Flug angekommen. Ich dachte, das würde reichen, aber ich musste mich beeilen. Ich bin 2 Stunden früher angekommen und ich hatte trotzdem das Gefühl, es eilig zu haben. Das ist überraschend. Ich dachte, 2 Stunden wären genug für internationale Flüge. Normalerweise ist es genug, aber heute waren viele Passagiere. Hast du online eingecheckt? Ja, das habe ich. Ich habe das kostenlose WLAN des Flughafens genutzt, um mit meinem Handy einzuchecken. Das hat die Dinge erleichtert. Ich habe am Kiosk eingecheckt, aber die Schlange am Gepäckabgabe war sehr lang. Ich habe diese Schlange auch gesehen. Ich musste etwa 30 Minuten warten, um mein Gepäck abzugeben. Danach bin ich durch die Sicherheitskontrolle gegangen. Die Sicherheitslinie war auch lang. Ja, ich musste meine Schuhe und meinen Gürtel ausziehen. Das hat zusätzliche Zeit gekostet. Ich hasse diesen Teil. Manchmal macht es mich nervös. Ich versuche ruhig zu bleiben und den Anweisungen zu folgen, aber es ist immer ein bisschen stressig. Ich stimme zu. Aber sobald ich im Flugzeug bin, fühle ich mich entspannt. Mir geht es genauso. Der Flug ist mein Lieblingsteil der Reise. Ich schaue gerne aus dem Fenster und sehe die Wolken. Das liebe ich auch. Es lässt mich fühlen, als wäre ich in einer anderen Welt. Was hast du also vor, in New York zu machen? Ich plane, meine Familie zu besuchen und ich werde auch einige der berühmten Sehenswürdigkeiten sehen. Das klingt nach Spaß. Ich hoffe, du hast eine gute Zeit mit deiner Familie. Danke. Und was ist mit deinen Geschäftstreffen? Ich hoffe, sie laufen gut. Das hoffe ich auch. Ich habe mich seit Wochen darauf vorbereitet. Ich bin sicher, du wirst großartig abschneiden. Hast du etwas Zeit, um die Stadt zu erkunden? Ja, ich habe Nachmittagsfreizeit. Ich möchte ein paar Museen besuchen und vielleicht den Zentralpark. Du solltest auf jeden Fall zum Zentralpark gehen. Er ist sehr schön und friedlich. Das habe ich gehört. Ich möchte auch etwas lokale Küche probieren. Ich liebe Pizza und Bagels. New York ist berühmt für seine Pizza und Bagels. Du wirst viele gute Orte zum Essen finden.
Darauf freue ich mich. Ich liebe es, neue Speisen auszuprobieren. Ich auch. Essen ist ein wichtiger Teil des Reisens für mich. Wie oft reist du mit dem Flugzeug? Ich reise ein paar Mal im Jahr. Ich fliege normalerweise, um meine Familie zu besuchen oder geschäftlich. Ich reise meistens geschäftlich und manchmal zum Vergnügen. Ich liebe es, neue Städte zu besuchen. Das ist schön. Ich reise auch gerne an verschiedene Orte. Jede Stadt hat ihren eigenen Charme. Ja, ich stimme zu. Jede Stadt ist einzigartig und ich lerne immer etwas Neues. Hast du irgendwelche Reisetipps? Ich komme immer früh am Flughafen an und checke online ein. Das macht den Prozess einfacher. Das ist ein guter Tipp. Ich werde versuchen, beim nächsten Mal noch früher anzukommen. Außerdem packe ich immer eine kleine Tasche mit meinen wichtigen Dingen, falls mein großes Gepäck verspätet ist. Das ist klug. Ich packe normalerweise meinen Laptop und ein Buch in mein Handgepäck. Das mache ich auch. Ich lese gerne oder schaue einen Film während des Fluges. Ein Buch zu lesen lässt die Zeit schnell vergehen. Ja, und Musik zu hören hilft mir auch, mich zu entspannen. Welche Art von Musik magst du? Ich mag sanften Pop und klassische Musik. Das ist sehr beruhigend. Ich mag Rockmusik und manchmal Jazz. Jazz ist sehr schön für einen ruhigen Flug. Das stimmt. Reist du oft nach New York? Nein, das ist mein erster Besuch. Ich reise normalerweise in kleinere Städte. Ich reise ein paar Mal im Jahr nach New York geschäftlich und um meine Familie zu besuchen. Das ist interessant. Ich hoffe, du genießt deine Reise. Danke. Ich bin mir sicher, dass ich das tun werde. New York hat viele interessante Orte zu sehen. Ja, ich habe eine lange Liste von Orten, die ich besuchen möchte, wie die Freiheitsstatue und den Times Square. Das sind Sehenswürdigkeiten, die man gesehen haben muss. Ich möchte auch das Empire State Building besuchen. Es ist sehr hoch und beeindruckend. Ich plane, viele Fotos zu machen. Ich liebe es, Fotos zu machen, wenn ich reise. Es hilft mir, mich an die schönen Zeiten zu erinnern. Ich auch. Ich habe ein Reisetagebuch, in dem ich über meine Erlebnisse schreibe. Das ist eine großartige Idee. Ich führe manchmal ein Tagebuch und sammle auch Postkarten. Postkarten sind schöne Souvenirs. Sie erinnern mich an die Orte, an denen ich gewesen bin. Ja, jede Postkarte erzählt eine kleine Geschichte. Wie lange dauert dein Flug heute? Mein Flug dauert etwa 6 Stunden. Ich hoffe, er verläuft reibungslos. Meiner dauert auch 6 Stunden. Ich habe das Wetter überprüft und es sieht gut aus. Keine Turbulenzen erwartet. Das ist großartig. Ich fühle mich immer besser, wenn das Wetter klar ist. Ja, klares Wetter macht das Fliegen angenehmer. Hast du spezielle Pläne für deine Reise? Ich plane, mich mit meinem Geschäftspartner zu treffen und ein neues Projekt zu besprechen. Ich hoffe, es läuft gut. Ich wünsche dir viel Glück. Und hast du nach deinen Meetings Zeit, um die Stadt zu erkunden? Ja, ich habe nachmittags und abends etwas Freizeit. Ich möchte ein Museum besuchen und vielleicht einkaufen gehen. Das klingt sehr schön. Ich plane, ein paar Sehenswürdigkeiten zu besuchen und die lokale Küche zu genießen. Ich liebe es, neue Speisen zu probieren, wenn ich reise. New York hat viele gute Restaurants. Ja, ich möchte eine New Yorker Pizza und ein Bagel mit Frischkäse probieren. Das sind sehr beliebte Gerichte. Ich möchte auch etwas Streetfood probieren. Streetfood ist großartig. Es ist schnell und lecker.
Reist du oft geschäftlich? Ja, ich reise ein paar Mal im Jahr für die Arbeit. Es ist interessant, kann aber manchmal auch anstrengend sein. Ich empfinde das Gleiche. Ich reise geschäftlich und versuche auch etwas Freizeit zu haben. Es ist wichtig, Arbeit und Vergnügen beim Reisen in Einklang zu bringen. Ja, ich plane immer etwas freie Zeit ein, um die Stadt zu erkunden. Das macht die Reise angenehmer. Ich stimme zu. Ich besuche gerne Museen, Parks und lokale Geschäfte, wenn ich Freizeit habe. Museen sind großartig. Sie zeigen die Geschichte und Kunst der Stadt. Ich liebe Kunstmuseen. Sie inspirieren mich und machen mich ruhig. Ich besuche auch gerne historische Stätten. Es fühlt sich an, als würde man in die Vergangenheit zurückreisen. Ja, jeder Ort hat eine Geschichte zu erzählen. Was machst du beruflich? Ich arbeite im Marketing. Ich helfe Unternehmen, ihre Produkte zu bewerben. Das klingt interessant. Ich arbeite im Finanzwesen. Ich analysiere Daten und helfe beim Budgetieren. Finanzwesen ist wichtig. Ich muss mein Budget beim Reisen im Auge behalten. Ja, ich plane meine Reisekosten immer sorgfältig. Planung ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Reise. Ich benutze eine einfache Tabelle, um mein Budget zu planen. So behalte ich den Überblick über meine Ausgaben. Ich mache etwas Ähnliches. Ich überprüfe immer die Preise für Flüge und Hotels im Voraus. Das ist eine gute Gewohnheit. Es spart Geld und macht die Reise einfacher. Reisest du mit einer Gruppe oder alleine? Ich reise normalerweise alleine geschäftlich, aber manchmal nehme ich an einer Gruppenreise zum Vergnügen teil. Ich reise meistens alleine, aber ich genieße Gruppenreisen auch. Sie machen Spaß und sind gesellig. Ja, Gruppenreisen ermöglichen es dir, neue Leute kennenzulernen und Erfahrungen zu teilen. Ich lerne gerne von anderen, wenn ich reise. Jeder hat eine andere Geschichte. Genau, ich stelle immer Fragen und höre anderen Reisenden zu. Das macht die Reise interessanter. Hast du einen Reisetipp für mich? Ich empfehle dir, immer den Flugstatus zu überprüfen, bevor du zum Flughafen fährst. Das hilft dir, Überraschungen zu vermeiden. Das ist ein guter Tipp. Das werde ich beim nächsten Mal machen. Außerdem bewahre deinen Reisepass und wichtige Dokumente an einem sicheren Ort auf. Ich benutze eine kleine Reisetasche. Das mache ich auch. Ich überprüfe immer meine Dokumente, bevor ich das Haus verlasse. Und vergiss nicht, die Reise zu genießen. Manchmal können kleine Verzögerungen zu neuen Erfahrungen führen. Ich stimme zu. Ich versuche ruhig und positiv zu bleiben, auch wenn nicht alles nach Plan läuft. Das ist die beste Einstellung beim Reisen. Magst du das Fliegen? Ja, das tue ich. Ich mag das Gefühl des Fliegens und die Wolken aus dem Fenster zu sehen. Das liebe ich auch. Es lässt mich frei fühlen. Jeder Flug ist ein neues Abenteuer. Ja, und ich lerne immer etwas Neues, selbst wenn die Reise kurz ist. Reisen erweitert den Horizont und gibt dir neue Ideen. Ich stimme zu. Ich komme immer mit neuer Energie und Inspiration von einer Reise zurück. Reist du oft nach New York? Das ist mein erster Besuch in New York. Ich besuche normalerweise kleinere Städte geschäftlich. Ich besuche New York ein paar Mal im Jahr. Meine Familie lebt dort, also gehe ich, um sie zu sehen. Das ist schön. Ich hoffe, du genießt deinen Besuch bei deiner Familie. Danke. Und ich hoffe, du hast eine erfolgreiche Reise für deine Geschäfte.
Ich schätze das. Ich freue mich darauf, die Stadt zu erkunden, wenn ich Freizeit habe. Ja, neue Orte zu erkunden ist der beste Teil des Reisens. Ich stimme zu. Ich mache immer einen Plan, um bei jeder Reise mindestens einen neuen Ort zu besuchen. Das mache ich auch. Es hält mein Reiseerlebnis frisch und aufregend. Worauf freust du dich am meisten in New York? Ich freue mich darauf, die Skyline zu sehen und den Central Park zu besuchen. Ich habe viele Bilder gesehen, aber ich möchte es persönlich sehen. Die Skyline ist beeindruckend. Ich möchte auch das Empire State Building besuchen und viele Fotos machen. Ja, die Aussichten von oben sollen unglaublich sein. Darauf freue ich mich. Und ich möchte die lokale Küche probieren. New York hat so viele gute Restaurants. Ich stimme zu. Ich möchte eine berühmte New Yorker Pizza und vielleicht etwas Streetfood probieren. Streetfood ist großartig für eine schnelle Mahlzeit. Ich möchte auch ein Bagel mit Frischkäse probieren. Das ist ein klassisches New Yorker Frühstück. Ich bin mir sicher, dass du es lieben wirst. Ja, ich freue mich sehr auf das Essen. Hast du spezielle Aktivitäten mit deiner Familie geplant? Ja, ich plane, ein paar Museen mit meiner Familie zu besuchen und vielleicht zu einem Konzert zu gehen. Das klingt wunderbar. Ich hoffe, du hast eine tolle Zeit. Danke und viel Glück bei deinen Meetings. Ich hoffe, sie laufen gut. Danke, Jon. Ich schätze deine netten Worte. Es war nett, mit dir zu sprechen. Ich habe viel über deine Reisepläne gelernt. Ja, es war mir eine Freude, mit dir zu plaudern. Ich hoffe, wir haben beide einen reibungslosen Flug und angenehme Reisen. Ich stimme zu. Gute Reise und ich hoffe, dich eines Tages wiederzusehen. Ja, vielleicht bei einem anderen Flug oder an einem Flughafen. Das wäre schön. Hab eine großartige Zeit in New York. Danke, Jon. Genieße deinen Besuch bei deiner Familie. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Anna. Pass auf dich auf. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.